Hallo, liebe Zuhörer. Heute sprechen wir darüber, wie man Deutsch lernen kann, auch wenn man keinen Lehrer hat. Wir zeigen, wie man Schritt für Schritt alleine lernen kann. Ich gebe viele Beispiele und wir sprechen über Methoden, die wirklich funktionieren. So können alle besser und sicherer Deutsch lernen. Das klingt toll. Ich glaube, viele Menschen lernen Deutsch alleine, aber wissen nicht genau, wie sie anfangen sollen. Ich kenne das auch. Das ist normal. Es kann manchmal schwer sein, eine Sprache ohne Lehrer zu lernen. Warum hast du dieses Thema für heute gewählt? Weil sehr viele Menschen genau dieses Problem haben. Nicht jeder hat einen Deutschkurs oder einen Lehrer. Manche Menschen leben in Ländern ohne Deutschschule. Andere haben keine Zeit für einen Kurs. Und manche möchten einfach lieber alleine lernen. Wenn man aber weiß, wie man richtig lernt, kann man auch ohne Lehrer große Fortschritte machen. Das stimmt. Ich erinnere mich noch an meine ersten Monate mit Deutsch. Ich hatte keinen Lehrer und habe einfach Videos im Internet geschaut. Oh, erzähl bitte mehr. Unsere Hörer kennen das sicher auch. Am Anfang war ich oft verwirrt. Ich habe viele neue Wörter gehört, aber ich wusste nicht, ob ich richtig lerne. Manchmal habe ich auch zu viele Apps benutzt. Und am Ende wusste ich gar nicht mehr, womit ich eigentlich lernen soll. Ja, das ist ein sehr typisches Problem. Ich habe viel gelernt, aber ich hatte keinen klaren Plan. Genau deshalb sprechen wir heute über dieses Thema. Viele Menschen lernen sehr fleißig, aber ohne Struktur. Und dann wird man schnell frustriert. Richtig. Aber die gute Nachricht ist, man kann Deutsch auch ohne Lehrer lernen. Man braucht nur die richtigen Methoden. Das klingt motivierend. Unser Ziel heute ist, euch zu zeigen, wie ihr alleine lernen könnt und trotzdem Fortschritte macht. Also praktische Tipps für das Selbstlernen. Genau. Und ich kann auch ein bisschen aus meiner Erfahrung als Lehrer erzählen. Du hast ja schon viele Deutschlernende gesehen. Ja, und ich sehe immer wieder die gleichen Probleme. Welche zum Beispiel? Manche Menschen lernen nur Grammatik. Andere benutzen 5 verschiedene Apps gleichzeitig. Und viele hören nach kurzer Zeit wieder auf. Das klingt wirklich bekannt. Deshalb schauen wir uns heute ein paar einfache Prinzipien an. Markus, ich habe jetzt eine Frage. Viele unserer Hörer lernen alleine Deutsch. Aber wie lernt man eigentlich wirklich ohne Lehrer? Das ist eine sehr gute Frage, Sarah. Und ehrlich gesagt ist das auch eine der wichtigsten Fragen beim Sprachenlernen. Ich glaube, viele Menschen denken sofort an Grammatik. Genau. Und da beginnt schon das erste Problem. Wirklich? Ja, viele Menschen denken, eine Sprache zu lernen bedeutet Grammatikregeln zu lernen. Sie kaufen ein Grammatikbuch, lernen Tabellen und versuchen, alles perfekt zu verstehen. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Und wie hat es funktioniert? Ehrlich gesagt nicht besonders gut. Ich habe viele Regeln gelernt, aber ich konnte trotzdem nicht richtig sprechen. Genau das sehe ich als Lehrer sehr oft. Menschen lernen sehr viel Grammatik, aber sie fühlen sich trotzdem unsicher, Warum ist das so? weil Sprache viel mehr ist als Grammatik. Grammatik ist nur ein Teil der Sprache. Was gehört denn noch dazu? Sprache ist vor allem Kommunikation. Es geht darum, dass du Dinge verstehst und ausdrücken kannst. Es geht um Situationen im Alltag. Also zum Beispiel Gespräche bei der Arbeit oder im Supermarkt. Genau. Wenn du Deutsch lernst, solltest du nicht nur Regeln sehen. Du solltest die Sprache auch erleben. Und genau deshalb ist Sprachenlernen eigentlich etwas sehr Schönes. Viele Menschen sehen eine neue Sprache zuerst nur als Arbeit. Sie denken an Grammatik, Übungen und Tests. Aber eine Sprache ist viel mehr als das.
Eine Sprache ist ein Werkzeug, um mit anderen Menschen zu sprechen, um andere Kulturen zu verstehen und um neue Perspektiven zu bekommen. Das klingt viel schöner als nur Grammatik lernen. Genau. Wenn du eine Sprache lernst, öffnet sich eine neue Welt. Du kannst plötzlich Menschen verstehen, die du vorher nicht verstanden hast. Du kannst Gespräche führen, neue Freunde finden oder auch Filme und Bücher in einer anderen Sprache genießen. Das stimmt. Ich erinnere mich noch an den Moment, als ich das erste Mal ein Gespräch auf Deutsch wirklich verstanden habe. Das ist ein tolles Gefühl, oder? Ja, ich war richtig stolz. Und genau dieses Gefühl ist sehr wichtig beim Lernen. Viele Menschen konzentrieren sich nur auf Fehler oder auf Dinge, die sie noch nicht können, aber sie vergessen, wie viele kleine Fortschritte sie schon gemacht haben. Das ist ein guter Punkt. Deshalb sage ich meinen Schülern oft: Denkt immer an euer Ziel. Warum lernt ihr Deutsch? Vielleicht möchtet ihr in Deutschland arbeiten, vielleicht möchtet ihr reisen oder neue Menschen kennenlernen. Oder vielleicht lebt man schon in Deutschland und möchte sich besser integrieren. Genau. Sprache ist der Schlüssel zu anderen Menschen. Wenn du Deutsch sprechen kannst, kannst du Gespräche führen, Witze verstehen und Teil des Alltags werden. Das macht die Sprache viel lebendiger. Absolut. Deutsch ist dann nicht mehr nur ein Schulfach oder eine Aufgabe, es wird ein Teil deines Lebens. Und dann fühlt sich das Lernen wahrscheinlich auch leichter an. Genau. Wenn du dein Ziel vor Augen hast, bekommst du automatisch mehr Motivation. Dann lernst du nicht nur für eine Prüfung, sondern für echte Gespräche und echte Begegnungen mit Menschen. Jetzt interessiert mich wirklich, warum unsere Zuschauer Deutsch lernen. Bevor wir weitermachen, habe ich gerade eine Frage, die mich wirklich interessiert. Ich würde gerne wissen, warum unsere Hörer eigentlich Deutsch lernen. Jeder Mensch hat ja eine andere Motivation. Das stimmt. Manche lernen Deutsch für die Arbeit, andere für ein Studium. Genau. Manche leben vielleicht schon in Deutschland und möchten sich im Alltag besser verständigen. Andere lernen Deutsch einfach, weil sie Spaß an Sprachen haben oder weil sie die Kultur interessant finden. Ja, die Gründe können wirklich sehr unterschiedlich sein. Deshalb würde ich gerne unsere Hörer kurz einbeziehen. Wenn ihr gerade zuhört, schreibt doch gerne in die Kommentare, warum lernt ihr Deutsch? Das würde uns wirklich interessieren. Lernt ihr Deutsch für eure Karriere oder vielleicht für ein Studium in Deutschland oder einfach aus Interesse? Und vielleicht könnt ihr auch kurz erzählen, wie lange ihr schon Deutsch lernt. Sarah, warum hast du eigentlich mit dem Deutschlernen begonnen? Bei mir war der Grund zuerst mein Studium. Ich wollte in Deutschland studieren, deshalb musste ich Deutsch lernen. Das ist ein sehr guter Grund. Am Anfang war es ehrlich gesagt nicht leicht. Viele Vorlesungen waren auf Deutsch und ich musste mich erst daran gewöhnen. Das kann ich mir vorstellen. Aber mit der Zeit wurde es immer besser. Und jetzt möchte ich mein Deutsch noch weiter verbessern, weil ich später gerne in Deutschland arbeiten möchte. Das ist ein schönes Ziel. Ja, und Deutsch hilft mir dabei, mit Menschen zu sprechen, neue Kontakte zu knüpfen und mich im Alltag sicherer zu fühlen. Genau darum geht es bei einer Sprache. Und deshalb würden wir auch wirklich gerne eure Geschichten hören. Schreibt uns also gerne in die Kommentare, warum ihr Deutsch lernt. Und sagt uns auch, wie euch dieser Podcast gefällt. Wenn euch die Folge hilft, könnt ihr sie auch gerne liken oder abonnieren. Das hilft uns sehr und motiviert uns, weitere Folgen zu machen. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Thema: Wie man Deutsch lernen kann, auch ohne Lehrer. Markus,
Ich möchte noch einmal auf etwas zurückkommen, das du eben gesagt hast. Du hast ja gesagt, dass man Deutsch in den Alltag bringen soll. Aber ich frage mich, wie macht man das konkret? Viele Menschen hören diesen Tipp, aber wissen nicht genau, was sie dann wirklich tun sollen. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Deutsch nicht nur Grammatik und Übungen sein sollte. Wenn man ohne Lehrer lernen möchte, muss die Sprache ein Teil des täglichen Lebens werden. Und jetzt können wir uns einmal ganz konkret anschauen, wie man das wirklich macht. Genau, das interessiert mich auch, denn viele Menschen haben keinen Kurs und keinen Lehrer. Dann sitzt man vielleicht alleine zu Hause und weiß nicht genau, wie man üben soll. Ja, das sehe ich sehr oft bei meinen Schülern. Viele Menschen denken zuerst, sie brauchen unbedingt einen Lehrer oder einen Kurs, aber in Wirklichkeit kann man sehr viel alleine lernen. Und ich habe tatsächlich viele Schüler, die schon ein gutes Niveau erreicht haben, bevor sie überhaupt in einen Kurs gekommen sind. Das überrascht mich ein bisschen. Ja, aber es ist wirklich möglich. Der wichtigste Schritt ist, dass man beginnt, auf Deutsch zu denken. Das klingt am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist eine sehr effektive Methode. Auf Deutsch denken. Das hört man oft, aber ich weiß nicht genau, wie man damit anfängt. Am Anfang ist es ganz einfach. Du musst nicht sofort komplizierte Sätze denken. Du kannst mit sehr kleinen Dingen beginnen. Wenn du zum Beispiel durch die Stadt gehst oder aus dem Fenster schaust, kannst du anfangen, Dinge auf Deutsch zu benennen. Also zum Beispiel Dinge, die ich sehe? Genau. Stell dir vor, du schaust nach oben und siehst den Himmel. Dann kannst du im Kopf sagen, der Himmel. Oder vielleicht, der Himmel ist blau. Das ist wirklich einfach. Genau. Und gerade diese einfachen Dinge sind sehr wichtig. Wenn du eine Straße siehst, kannst du sagen, das ist eine Straße. Wenn du einen Baum siehst, kannst du denken, das ist ein Baum. Das erinnert mich ein bisschen an Kinder. Das ist ein sehr guter Vergleich. Kinder lernen Sprache genau so. Sie hören Wörter und verbinden sie direkt mit Dingen aus ihrer Umgebung. Und genau das kann man als Erwachsener auch machen. Ganz genau. Du kannst überall kleine Übungen machen. Wenn du durch deine Wohnung gehst, kannst du zum Beispiel sagen, das ist mein Tisch, das ist mein Stuhl, das ist mein Fenster. Ich habe das tatsächlich schon einmal ausprobiert. Und wie war es? Am Anfang war es ein bisschen ungewohnt. Aber nach ein paar Minuten hat es sogar Spaß gemacht. Das höre ich oft. Am Anfang fühlt es sich ein bisschen seltsam an, aber nach einer Weile wird es ganz normal. Und irgendwann denkt man automatisch auf Deutsch. Genau. Am Anfang sind es nur einzelne Wörter. Dann kommen kleine Sätze dazu. Zum Beispiel? Zum Beispiel, der Himmel ist schön. Oder, das ist ein großes Haus. Oder, heute ist das Wetter gut. Das klingt schon viel natürlicher. Ja, und genau das ist der Punkt. Sprache entsteht durch Wiederholung und durch Kontakt mit der Realität. Ich glaube, viele Menschen haben Angst, dass sie zu wenig Wörter kennen. Das stimmt, aber man braucht gar nicht so viele Wörter, um anzufangen. Selbst mit einem kleinen Wortschatz kann man sehr viel üben. Also lieber anfangen, auch wenn man noch nicht alles weiß. Genau. Perfektion ist am Anfang nicht wichtig. Wichtig ist, dass du dein Gehirn an die Sprache gewöhnst. Ich merke auch, dass ich manchmal über meinen Tag auf Deutsch nachdenke. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Zum Beispiel denke ich manchmal, ich muss jetzt arbeiten oder ich mache mir einen Kaffee. Perfekt. Das sind genau die Situationen, die beim Lernen helfen. Aber manchmal mische ich Deutsch und meine Muttersprache. Das ist völlig normal.
Viele Menschen machen das am Anfang. Dein Gehirn arbeitet sozusagen in 2 Sprachen gleichzeitig. Das beruhigt mich ein bisschen. Mit der Zeit wird Deutsch immer stärker. Je mehr du hörst und sprichst, desto natürlicher wird es. Kann man diese Methode auch draußen benutzen? Auf jeden Fall. Wenn du unterwegs bist, kannst du viele Dinge beschreiben. Du kannst sagen, ich sehe ein Auto. Oder, das ist ein Park. Oder, da ist ein großes Gebäude. Das klingt fast wie ein kleines Spiel. Genau. Und dieses Spiel kann man überall machen. Im Bus, im Park, auf dem Weg zur Arbeit. Ich glaube, viele Menschen denken beim Lernen zu kompliziert. Das stimmt. Viele suchen nach der perfekten App oder nach der perfekten Methode. Aber oft sind die einfachen Dinge am besten. Genau. Wenn du Deutsch jeden Tag ein bisschen benutzt, entwickelt dein Gehirn langsam ein Gefühl für die Sprache. Markus, jetzt möchte ich noch etwas konkreter werden. Viele Menschen hören solche allgemeinen Tipps, aber sie fragen sich trotzdem, was soll ich denn wirklich jeden Tag machen? Deshalb habe ich eine Frage. Was sind deine Top 5 Tipps, wie man Deutsch zu Hause lernen kann? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt viele Methoden, aber einige funktionieren besonders gut. Mein erster Tipp ist tatsächlich sehr einfach. Schreibe ein kleines Tagebuch auf Deutsch. Ein Tagebuch. Das klingt interessant. Aber was genau soll man da schreiben? Du kannst einfach über deinen Tag schreiben. Zum Beispiel, was hast du heute gemacht? Was ist passiert? Wen hast du getroffen? Das müssen keine langen Texte sein. 3 oder 4 Sätze reichen am Anfang völlig. Das klingt machbar. Aber warum ist ein Tagebuch so hilfreich? Ein Tagebuch hat mehrere Vorteile. Erstens übst du regelmäßig zu schreiben. Zweitens sprichst du automatisch über dein eigenes Leben. Und drittens lernst du dadurch ganz natürlich die Vergangenheit zu benutzen. A, weil man über Dinge schreibt, die schon passiert sind. Genau. Du kannst zum Beispiel schreiben, heute bin ich zur Arbeit gegangen. Oder ich habe einen Kaffee getrunken. Oder ich habe einen Freund getroffen. Das sind sehr typische Sätze aus dem Alltag. Genau. Und deshalb sind sie perfekt zum Üben. Du lernst nicht nur neue Wörter, sondern auch, wie man über den eigenen Tag spricht. Ich glaube, viele Menschen haben Angst zu schreiben, weil sie denken, ihr Deutsch ist nicht gut genug. Das höre ich sehr oft. Aber beim Tagebuch geht es nicht um perfekte Grammatik. Es geht darum, dass du deine Gedanken auf Deutsch ausdrückst. Also einfach anfangen und nicht zu viel nachdenken. Genau. Wenn du jeden Tag ein paar Sätze schreibst, wirst du sehr schnell Fortschritte sehen. Das klingt nach einer wirklich guten Übung. Und das Beste ist, du kannst später deine alten Texte lesen und sehen, wie viel besser dein Deutsch geworden ist. Weißt du was, Sarah? Ich habe eine kleine Idee. Ich habe nämlich mein Tagebuch von gestern dabei. Wirklich? Das ist ja perfekt für unser Thema. Genau. Und ich habe eine kleine Challenge für unsere Hörer. Liebe Zuhörer, ich lese euch jetzt einen kurzen Eintrag aus meinem Tagebuch vor. Hört gut zu und versucht zu verstehen, was ich gestern gemacht habe. Mal sehen, wie viel ihr versteht. Das ist eine gute Übung. Also, ich lese jetzt vor. Gestern war ein ziemlich ruhiger Tag. Am Morgen bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Danach habe ich mir einen Kaffee gemacht und ein kleines Frühstück vorbereitet. Ich habe 2 Scheiben Brot mit Käse gegessen und eine Tasse Kaffee getrunken. Danach habe ich ein bisschen gelesen und meine E-Mails beantwortet. Später bin ich spazieren gegangen, weil das Wetter sehr schön war. Die Sonne hat geschienen und der Himmel war blau. Am Nachmittag habe ich ein paar Stunden gearbeitet
und einen neuen Podcast vorbereitet. Am Abend habe ich mit einem Freund telefoniert und wir haben über unsere Pläne für das Wochenende gesprochen. Danach habe ich noch einen Film geschaut und bin gegen 11 Uhr schlafen gegangen. Markus, ich muss ehrlich sagen, ich habe den Text größtenteils verstanden. Aber ein paar Wörter waren für mich trotzdem schwierig. Das ist völlig normal. Wenn man eine Sprache lernt, versteht man oft den größten Teil, aber einige Wörter fehlen noch. Zum Beispiel hast du gesagt, dass du ein kleines Frühstück vorbereitet hast. Was genau bedeutet vorbereiten? Vorbereiten bedeutet, dass du etwas fertig machst oder organisierst, bevor du es benutzt. In diesem Fall habe ich mein Frühstück gemacht. Ich habe also das Brot genommen, Käse darauf gelegt und meinen Kaffee gemacht. Also einfach alles fertig machen. Genau. Ein anderes Beispiel wäre: Ich bereite das Abendessen vor. Dann kochst du oder stellst das Essen bereit. Das hilft mir schon sehr. Und du hast auch gesagt, dass du einen Podcast vorbereitet hast. Richtig, das bedeutet, dass ich an einem neuen Podcast gearbeitet habe. Ich habe vielleicht Texte geschrieben, Ideen gesammelt und alles organisiert. Verstehe. Und ein Wort habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, du hast Pläne für das Wochenende besprochen. Gute Frage. Pläne bedeutet einfach Dinge, die man in der Zukunft machen möchte. Also zum Beispiel, am Wochenende möchte ich meine Freunde treffen. Genau. Dann ist das dein Plan für das Wochenende. Ich glaube, viele Zuhörer kennen dieses Gefühl. Man versteht den Text, aber ein paar Wörter fehlen noch. Ja, das ist ein ganz normaler Teil vom Lernen. Deshalb ist es so wichtig, solche Texte öfter zu hören oder zu lesen. Markus, das mit dem Tagebuch finde ich wirklich eine gute Idee. Aber ich merke auch, dass mir manchmal etwas anderes fehlt. Ich möchte nicht nur schreiben, ich möchte auch mehr hören und verstehen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich zwar Wörter kenne, aber wenn Menschen schnell sprechen, verstehe ich plötzlich viel weniger. Das ist ein sehr typisches Problem. Viele Lernende kennen viele Wörter, aber sie haben zu wenig echtes Deutsch gehört. Deshalb ist mein zweiter Tipp sehr wichtig. Schaut Filme oder Serien auf Deutsch. Filme sind eine fantastische Möglichkeit, eine Sprache zu lernen. Ich habe das auch schon versucht. Aber ehrlich gesagt war ich manchmal frustriert. Die Menschen sprechen schnell, sie benutzen Umgangssprache und manchmal verstehe ich nur ein paar Wörter. Das ist völlig normal. Am Anfang verstehen fast alle Lernenden nur kleine Teile eines Films. Deshalb empfehle ich immer eine einfache Strategie. Schau einen Film, den du schon kennst. Also einen Film, den ich früher schon einmal gesehen habe? Genau. Vielleicht hast du einen Lieblingsfilm aus deiner Kindheit oder einen Film, den du schon 5-mal gesehen hast. Wenn du die Geschichte kennst, musst du dich nicht auf die Handlung konzentrieren. Dann kann dein Gehirn sich mehr auf die Sprache konzentrieren. Das macht Sinn. Wenn ich schon weiß, was passiert, kann ich besser zuhören. Genau. Und noch etwas ist wichtig. Viele Menschen schauen einen Film einmal und gehen dann zum nächsten Film. Aber das ist oft nicht die beste Methode. Du meinst, man sollte denselben Film öfter schauen? Genau. Wiederholung ist beim Sprachenlernen unglaublich wichtig. Wenn du denselben Film mehrmals schaust, hörst du die gleichen Sätze immer wieder. Das klingt ein bisschen langweilig. Am Anfang vielleicht, aber ich verspreche dir, dass es sehr effektiv ist. Ich habe das selbst so gemacht, als ich eine neue Sprache gelernt habe. Wirklich? Ja, ich hatte damals einen Film, den ich wirklich mochte, und ich habe ihn immer wieder angeschaut. Wie oft denn?
Manchmal reicht es schon, einen Film 2- oder dreimal zu sehen, aber selbst das macht einen großen Unterschied. Beim ersten Mal verstehst du vielleicht nur ein paar Wörter. Beim zweiten Mal erkennst du plötzlich ganze Sätze. Und beim dritten Mal merkst du oft, dass du viel mehr verstehst als vorher. Das klingt eigentlich sehr logisch. Ja, und genau in diesem Moment merkt man den Fortschritt. Plötzlich hörst du einen Satz und denkst, Moment, den habe ich doch schon einmal gehört, und diesmal verstehe ich ihn. Das muss ein tolles Gefühl sein. Absolut. Diese kleinen Momente sind unglaublich motivierend. Sie zeigen dir, dass dein Gehirn die Sprache langsam verarbeitet und speichert. Sag mal, Sarah, hast du das eigentlich schon einmal so gemacht? Also einen Film mehrmals angeschaut, um die Sprache besser zu verstehen? Mit Filmen ehrlich gesagt nicht so oft. Ich verliere manchmal die Geduld, wenn ich denselben Film immer wieder sehe. Aber ich mache etwas Ähnliches mit Podcasts und Hörbüchern. Wirklich? Erzähl mal. Ich höre gerne Podcasts auf Deutsch, besonders wenn sie interessante Geschichten erzählen. Und manchmal höre ich eine Folge 2- oder 3-mal. Beim ersten Mal verstehe ich vielleicht nur die Hauptidee. Beim zweiten Mal achte ich mehr auf einzelne Wörter und Sätze. Das ist eine sehr gute Methode. Ja, und bei Hörbüchern ist es ähnlich. Wenn mir eine Geschichte gefällt, höre ich sie oft noch einmal. Und dann kann ich mich richtig in die Geschichte hineinversetzen. Das ist sogar ein großer Vorteil. Wie meinst du das? Wenn du in eine Geschichte eintauchst, vergisst du oft, dass du gerade eine Sprache lernst. Du konzentrierst dich auf die Handlung und die Figuren. Genau das passiert bei mir. Und in diesem Moment lernt dein Gehirn besonders effektiv. Du hörst die Sprache, verstehst den Kontext und verbindest die Wörter mit Emotionen und Bildern. Das erklärt, warum ich mir bestimmte Sätze aus Hörbüchern so gut merken kann. Genau. Geschichten haben eine große Kraft beim Lernen. Sie helfen uns, Wörter und Strukturen auf natürliche Weise zu speichern. Also ist es eigentlich egal, ob man Filme, Serien, Podcasts oder Hörbücher benutzt. Genau. Das Wichtigste ist, dass du regelmäßig echtes Deutsch hörst und dass du Inhalte wählst, die dich wirklich interessieren. Dann bleibt man auch länger dran. Absolut. Interesse und Neugier sind beim Sprachenlernen unglaublich wichtig. Ein weiterer Tipp, den ich sehr oft gebe, ist das Lesen von Büchern. Viele Menschen unterschätzen, wie hilfreich Lesen beim Sprachenlernen ist. Bücher auf Deutsch? Genau. Am Anfang vielleicht einfache Bücher oder kurze Geschichten. Wenn du liest, siehst du viele Wörter und Satzstrukturen immer wieder. Das hilft deinem Gehirn, sich an die Sprache zu gewöhnen. Aber manchmal gibt es in Büchern viele neue Wörter. Dann verliere ich schnell den Überblick. Das passiert vielen Lernenden. Deshalb empfehle ich immer eine kleine Strategie. Wenn du ein neues Wort siehst, das wichtig erscheint, schreibe es auf. Also nicht jedes Wort? Genau. Du musst nicht jedes unbekannte Wort aufschreiben. Wähle nur Wörter, die du interessant findest oder die du öfter siehst. Und dann schreibe ich sie einfach in ein Heft? Das kannst du machen. Aber ich empfehle etwas anderes. Schreib die Wörter auf einen kleinen Zettel. Einen Zettel? Ja, einen kleinen Zettel, den du immer bei dir hast. Vielleicht 5 oder 10 neue Wörter. So kannst du sie im Alltag immer wieder anschauen. Das ist eine gute Idee. Stell dir vor, du wartest auf den Bus oder stehst kurz in einer Schlange. Viele Menschen schauen dann automatisch auf ihr Handy. Das stimmt. Das mache ich auch.
Stattdessen kannst du in diesem Moment auf deinen kleinen Zettel schauen und deine neuen Wörter wiederholen. Das ist eigentlich eine sehr einfache Übung. Genau. Und gerade diese kleinen Momente im Alltag sind perfekt zum Lernen. Ich mache tatsächlich etwas Ähnliches. Wirklich? Ja, ich schreibe mir manchmal neue Wörter in mein Handy. Wenn ich kurz Zeit habe, öffne ich meine Notizen und lese sie durch. Das ist auch eine sehr gute Methode. Besonders wenn ich unterwegs bin, habe ich mein Handy sowieso dabei. Genau. Wichtig ist nicht, ob du einen Zettel oder dein Handy benutzt. Wichtig ist, dass du die Wörter regelmäßig siehst. Dann bleiben sie besser im Kopf. Genau. Wiederholung ist einer der wichtigsten Schlüssel beim Lernen. Ich merke auch, dass ich manche Wörter plötzlich im Alltag erkenne. Das ist ein tolles Gefühl, oder? Ja, plötzlich liest man ein Wort und denkt, Moment, das kenne ich doch. Genau. Und in diesem Moment merkst du, dass dein Wortschatz wächst. Das motiviert wirklich. Absolut. Und deshalb sind Bücher und kleine Wortlisten eine sehr starke Kombination beim Deutschlernen. Und jetzt kommt für mich der letzte und vielleicht wichtigste Tipp beim Deutschlernen. Man muss den Mut haben zu sprechen. Ich glaube, das ist für viele Menschen der schwierigste Teil. Ja, das sehe ich als Lehrer sehr oft. Viele Menschen lernen lange Zeit Vokabeln und Grammatik. Sie lesen Bücher, hören Podcasts und schauen Filme. Aber wenn sie sprechen sollen, werden sie plötzlich sehr nervös. Das kenne ich auch. Man hat Angst, Fehler zu machen. Genau. Diese Angst ist sehr verbreitet. Viele denken, wenn ich einen Fehler mache, lachen die anderen Menschen. Oder sie denken, dass mein Deutsch schlecht ist. Ja, genau das denke ich manchmal. Aber die Wahrheit ist ganz anders. Die meisten Menschen freuen sich, wenn jemand ihre Sprache lernt. Wirklich? Absolut. Wenn jemand versucht, Deutsch zu sprechen, sehen die meisten Menschen den Mut und den Einsatz. Sie achten nicht auf jeden kleinen Fehler. Das beruhigt mich ein bisschen. Und als Lehrer kann ich oft schon sehr früh erkennen, wer später gut sprechen wird. Wirklich? Woran erkennst du das? Nicht an der Grammatik, nicht daran, wie viele Wörter jemand kennt. Ich erkenne es daran, ob jemand bereit ist zu sprechen. Also einfach anfangen zu reden. Genau. Die Schüler, die den Mund aufmachen, Fragen stellen und versuchen zu sprechen, machen oft die größten Fortschritte. Auch wenn sie viele Fehler machen? Gerade dann. Fehler sind ein wichtiger Teil des Lernens. Jeder Fehler zeigt, dass dein Gehirn aktiv arbeitet. Ich glaube, viele Menschen möchten zuerst perfekt sprechen. Ja, das ist ein großes Problem. Perfektionismus kann beim Sprachenlernen sehr hinderlich sein. Man wartet vielleicht zu lange, bis man sich bereit fühlt. Genau. Aber der richtige Moment kommt oft nie. Man muss einfach anfangen. Ich erinnere mich an meine ersten Gespräche auf Deutsch. Ich war sehr nervös. Und wie war es am Ende? Ehrlich gesagt, viel besser, als ich gedacht habe. Die Menschen waren sehr freundlich und geduldig. Genau das höre ich immer wieder von meinen Schülern. Und nach jedem Gespräch wird man ein bisschen sicherer. Richtig. Sprechen ist wie ein Muskel. Je öfter du ihn benutzt, desto stärker wird er. Das ist ein schönes Bild. Deshalb sage ich immer, öffnet den Mund und versucht zu sprechen. Auch wenn es am Anfang nur einfache Sätze sind. Genau. Selbst ein einfacher Satz wie »Guten Tag, wie geht es Ihnen?« ist ein wichtiger Schritt. Und irgendwann werden die Sätze länger. Genau. Schritt für Schritt wächst das Selbstvertrauen. Gut, Sarah, dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Heute haben wir darüber gesprochen, wie man Deutsch lernen kann, auch ohne Lehrer.
Wir haben gesehen, dass es viele Möglichkeiten gibt. Man kann ein Tagebuch schreiben, Filme oder Serien auf Deutsch schauen, Podcasts oder Hörbücher hören und Bücher lesen. Und ganz wichtig ist auch, dass man neue Wörter im Alltag wiederholt und versucht, Deutsch wirklich in sein Leben zu bringen. Genau. Und ich glaube, der wichtigste Punkt war auch der Mut zu sprechen. Man sollte keine Angst haben, Fehler zu machen. Absolut. Fehler gehören zum Lernen dazu. Niemand spricht eine neue Sprache perfekt von Anfang an. Aber wenn man regelmäßig übt und die Sprache aktiv benutzt, wird man Schritt für Schritt sicherer. Mir hat besonders gefallen, dass viele dieser Tipps sehr einfach sind. Man kann sie direkt im Alltag ausprobieren. Genau. Man braucht keine komplizierten Methoden. Kleine Gewohnheiten können schon einen großen Unterschied machen. Und jetzt sind wir natürlich neugierig auf euch. Genau. Liebe Hörer, schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Themen euch für die nächsten Folgen interessieren. Vielleicht möchtet ihr mehr über Gespräche im Alltag hören. Oder über typische Fehler beim Deutschlernen. Vielleicht auch über Arbeit, Reisen oder das Leben in Deutschland. Wir lesen eure Vorschläge sehr gerne und lassen uns davon für neue Podcast-Folgen inspirieren. Und wenn euch unser Podcast gefällt, könnt ihr ihn natürlich auch gerne liken oder abonnieren. Das hilft uns sehr und motiviert uns, weiter neue Inhalte zu machen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Deutschlernen. Auf Wiederhören!